Deutsch im Alltag integrieren, lernen ohne Extrazeit. Ich würde ja gern Deutsch lernen, aber ich habe keine Zeit. Das ist wahrscheinlich der Satz, den ich am häufigsten höre. Und ja, das Leben ist voll. Arbeit, Familie, Termine, Erledigungen. Aber die Wahrheit ist, du brauchst keine Extrazeit, um Deutsch zu lernen. Du musst nur lernen, Deutsch in das Leben einzubauen, das du ohnehin schon lebst. Sprache ist keine Schulaufgabe, die man abarbeitet. Sprache ist ein Werkzeug, das man benutzt. Und genau das kannst du jeden Tag tun. Beim Kochen, beim Spazierengehen, im Auto, im Bus oder sogar beim Zähneputzen. Das Geheimnis heißt Integration statt Isolation. Du musst Deutsch nicht extra lernen, du musst es einfach in deinen Alltag einbauen. Wenn du Podcasts hörst, während du zur Arbeit fährst, wenn du beim Einkaufen auf deutsche Beschriftungen achtest oder deine Gedanken kurz auf Deutsch formulierst, dann lernst du, ohne es zu merken. Das Problem vieler Lernender ist nicht der Mangel an Zeit, sondern die Vorstellung, dass Lernen immer ein fester Block im Kalender sein muss, 60 Minuten am Schreibtisch mit Buch und Stift. Doch Sprache wächst nicht in großen Sprüngen, sondern in 1000 kleinen Momenten. Selbst 5 Minuten hier und da summieren sich. Wenn du jeden Tag 10 kleine Gelegenheiten nutzt, Deutsch aktiv wahrzunehmen, entsteht über Wochen und Monate ein riesiger Effekt. In dieser Serie zeige ich dir, wie du Deutsch in deinen Alltag integrierst, ganz ohne Druck, ohne komplizierte Planung, aber mit spürbarem Fortschritt. Denn wer Sprache lebt, anstatt sie nur zu lernen, wird automatisch fließender. Das Prinzip der Mikrogewohnheiten. Viele glauben, man müsse Stunden am Tag investieren, um eine Sprache zu lernen. Doch das stimmt nicht. Der wahre Schlüssel liegt in Mikrogewohnheiten, winzigen Routinen, die so klein sind, dass du keine Ausrede hast, sie nicht zu machen. Eine Mikrogewohnheit dauert oft nur 1 oder 2 Minuten, aber sie wiederholt sich regelmäßig. Genau das macht sie so mächtig. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Was du oft machst, wird automatisch. Wenn du also kleine Deutschmomente in deinen Tag einbaust, wird die Sprache nach und nach zu einem natürlichen Teil deines Lebens. Beispiele für Mikrogewohnheiten. Jeden Morgen einen kurzen Satz auf Deutsch sagen, zum Beispiel: Heute wird ein guter Tag. Beim Zähneputzen einen Podcast anmachen. Beim Warten auf den Bus ein deutsches Wort oder eine Redewendung wiederholen. Jeden Abend 3 Wörter oder Sätze in ein Notizbuch schreiben. Eine Nachricht an dich selbst auf Deutsch tippen, einfach was du denkst. Der Trick ist, klein anfangen, aber konsequent bleiben. Wenn du dich jeden Tag nur ein paar Minuten mit der Sprache verbindest, entsteht Routine. Und aus Routine wird Gewohnheit. Diese Gewohnheiten summieren sich. 5 Minuten hier, 3 Minuten dort, das sind über 30 Stunden im Monat. Und das Beste, du musst dafür keinen einzigen Termin verschieben. Mikrogewohnheiten nehmen dir den Druck. Du musst dich nicht überwinden, jetzt zu lernen. Du machst einfach etwas Kleines, aber regelmäßig. Genau so baut man Sprachkompetenz auf, nicht in großen Anstrengungen, sondern in kleinen täglichen Schritten. Deutsch hören überall und jederzeit. Wenn du wirklich keine Zeit hast, ist Hören dein bester Freund. Denn du kannst Deutsch hören, während du andere Dinge tust. Beim Kochen, Autofahren, Putzen, Spazieren oder Duschen. Das macht Audio zur effektivsten Methode, um Sprache nebenbei zu lernen. Doch Achtung! Nur zuhören reicht nicht. Es geht darum, bewusst passiv zu hören, also dem Gehirn immer wieder kleine Impulse zu geben. Erstens, wähle Inhalte, die dich wirklich interessieren. Hör nichts nur, weil es Lernmaterial ist. Suche Podcasts, YouTube-Kanäle oder Hörbücher, die dich fesseln. Egal ob True Crime, Reisen oder Motivation.
Wenn du emotional dabei bist, merkt sich dein Gehirn die Sprache viel leichter. Zweitens, nutze verschiedene Situationen. Morgens beim Anziehen, eine kurze Nachrichtensendung. Unterwegs, ein Podcast mit Alltagsdeutsch. Abends beim Kochen, eine Serie oder ein Hörspiel. Jede Minute zählt. Du musst sie nur bewusst füllen. Drittens, wiederhole statt immer Neues. Hör dieselbe Episode mehrmals. Beim ersten Mal verstehst du die Hauptidee, beim zweiten fallen dir Strukturen auf, beim dritten erkennst du Wörter automatisch wieder. Das ist echtes Training für dein Ohr. Viertens, Mini-Fokus. Auch wenn du keine Zeit hast, mitzuschreiben, konzentriere dich kurz auf ein Wort oder eine Redewendung. Sag sie im Kopf nach. Das reicht, um dein Gehirn zu aktivieren. Deutsch hören ist wie ein ständiges Hintergrund-Update. Du musst es nur laufen lassen und dein Sprachgefühl wächst unbemerkt mit. Regelmäßiger Input sorgt dafür, dass du irgendwann automatisch Strukturen erkennst. Ohne Vokabelkarten, einfach durchs Leben. Lesen im Alltag, kleine Dosen, großer Effekt. Viele denken beim Lesen an dicke Bücher oder lange Artikel, und genau das schreckt ab. Aber Lesen kann leicht, kurz und alltagstauglich sein. Wenn du lernst, kleine Texte in dein tägliches Leben einzubauen, kannst du Deutsch lesen, ohne dass es sich nach Lernen anfühlt. Erstens, Mikrolesen überall. Überall gibt es deutsches Material. Du musst es nur wahrnehmen. Auf Verpackungen im Supermarkt, zum Beispiel ohne Zuckerzusatz, mindestens haltbar bis. Auf Straßenschildern und Werbeplakaten, in Social-Media-Beiträgen, YouTube-Kommentaren oder kurzen Blogposts. Jede dieser Mini-Leseeinheiten bringt dir ein Stück echtes Alltagsdeutsch bei. Sprache, wie sie wirklich benutzt wird. Zweitens, lies Themen, die du sowieso magst. Wenn du Sport, Kochen oder Technologie magst, lies genau dazu kleine Texte oder Instagram-Posts auf Deutsch. Motivation kommt automatisch, wenn du dich für den Inhalt interessierst. Drittens, kurze, regelmäßige Einheiten. Du musst keine Romane lesen, 5 Minuten pro Tag reichen. Lies morgens eine Schlagzeile, mittags einen Kommentar, abends eine kurze Nachricht. So trainierst du dein Auge ohne Stress. Viertens, aktiv lesen, nicht konsumieren. Wenn dir ein Satz gefällt, lies ihn laut oder markiere ein neues Wort. Versuche die Bedeutung aus dem Kontext zu verstehen, statt sofort zu übersetzen. Fünftens, Wiederholung bringt Tiefe. Lies denselben kurzen Text ein zweites Mal, du wirst plötzlich doppelt so viel verstehen. Lesen im Alltag ist wie ständiger Kontakt mit der Sprache. Unaufdringlich, aber effektiv. Jeder Blick auf ein deutsches Wort stärkt dein Gehirn dafür, Deutsch natürlicher, schneller und müheloser zu erkennen. Sprechen ohne Lernumgebung. Viele denken, ich kann nicht sprechen, weil ich keinen Sprachpartner habe. Doch das ist ein Irrtum. Du kannst überall und jederzeit Deutsch sprechen, auch allein. Der Schlüssel liegt darin, Sprache zu benutzen, statt auf die perfekte Gelegenheit zu warten. Erstens, Selbstgespräche. Sprich mit dir selbst, laut oder leise. Beschreibe, was du gerade tust. Ich mache jetzt Kaffee. Wo ist mein Handy? Heute bin ich müde, aber ich muss konzentriert bleiben. Diese kurzen Sätze trainieren spontane Produktion.
Genau das, was du in echten Gesprächen brauchst. Zweitens, innere Dialoge. Wenn du dich nicht traust, laut zu sprechen, denk einfach auf Deutsch. Stell dir vor, du redest mit jemandem. Wie würde ich das erklären? Oder was würde ich sagen, wenn mich jemand fragt? So übst du mentale Flexibilität ohne Druck. Drittens, Mini-Rollenspiele. Simuliere kleine Szenen. Ein Telefongespräch, ein Einkauf, eine Bestellung im Restaurant. Du kannst beide Rollen spielen, so wie im Theater. Das klingt spielerisch, ist aber hochwirksam. Viertens, Sprachnotizen aufnehmen. Sprich 1 bis 2 Minuten über dein Tagesthema in dein Handy. Hör es dir später an. Du wirst merken, wo du flüssig bist und wo du noch zögerst. Diese Selbstbeobachtung bringt riesige Fortschritte. Fünftens, spontane Momente nutzen. Stehst du im Aufzug? Wartezeit an der Ampel. Sag einen Satz auf Deutsch. 5 Sekunden reichen, um den Kopf umzuschalten. Sprechen ist kein Luxus, es ist Gewohnheit. Wenn du regelmäßig kleine Sprachmomente in deinen Alltag einbaust, lernst du, Deutsch natürlich und ohne Stress zu benutzen. Du brauchst keinen Kursraum, nur den Mut, die Sprache überall einzuladen. Denken auf Deutsch, Schritt für Schritt. Viele Lernende verstehen Deutsch gut, aber sie denken noch in ihrer Muttersprache. Das ist normal. Unser Gehirn sucht zuerst den einfachsten Weg. Doch um wirklich fließend zu werden, musst du lernen, direkt auf Deutsch zu denken, ohne den Umweg über Übersetzung. Das Gute? Du kannst das trainieren. Schritt für Schritt. Erstens, kurze Gedanken auf Deutsch formulieren. Fang klein an. Sag dir einfache Dinge auf Deutsch. Ich bin müde. Das riecht gut. Wo ist mein Schlüssel? Mach das mehrmals am Tag. Mit der Zeit kommen die Sätze automatisch. Zweitens, Wörter durch Bilder ersetzen. Wenn du Apfel hörst, stell dir sofort einen Apfel vor, nicht das Wort in deiner Sprache. So trainierst du, Wörter direkt mit Bedeutung zu verbinden, statt mit Übersetzungen. Drittens, Situationen verknüpfen. Wenn du kochst, denk die passenden Wörter. Topf, Löffel, kochen, riechen, schmecken. Dein Gehirn verbindet Sprache mit Handlung. Das ist natürlicher Input wie bei Kindern. Viertens, Mini-Dialoge im Kopf. Wenn du allein bist, stell dir vor, jemand fragt dich etwas. Wie geht's? Ganz gut, danke. Was machst du heute? Ich gehe einkaufen. So übst du automatische Reaktion, nicht theoretisches Nachdenken. Fünftens, Geduld mit dem Prozess. Direktes Denken auf Deutsch ist kein Schalter, den man umlegt, es wächst mit Wiederholung. Am Anfang ist es anstrengend, später ganz natürlich. Je öfter du Deutsch denkst, desto flüssiger sprichst du. Dein Gehirn lernt Muster zu erkennen, statt Vokabeln zu übersetzen. Und irgendwann merkst du, du hast gar nicht übersetzt, du hast einfach gedacht. Schreiben im Alltag kreativ und praktisch. Schreiben klingt oft nach Hausaufgabe, Vokabelheft, Aufsatz, Grammatikprüfung. Aber Schreiben kann leicht, kreativ und sogar entspannend sein, wenn du es in deinen Alltag integrierst. Es hilft dir, Gedanken zu ordnen, Strukturen zu festigen und Vokabeln aktiv zu benutzen. 1. Mikroschreiben jeden Tag. Du brauchst kein Tagebuch oder Blog. Schreib einfach 3 Sätze am Tag. Was du gemacht hast: Heute war das Wetter schön. Was du planst: Morgen treffe ich meine Freundin. Wie du dich fühlst: Ich bin ein bisschen müde, aber zufrieden. 3 Sätze pro Tag sind 90 im Monat. Das ist echtes Training.
2. Listen und Notizen auf Deutsch. Schreib deine To-Do-Liste, Einkaufsliste oder Erinnerungen auf Deutsch. So wiederholst du alltägliche Wörter und machst Schreiben zu einer praktischen Routine. 3. Kreatives Schreiben. Erfinde kleine Geschichten. Was wäre, wenn mein Kühlschrank sprechen könnte? Oder ein Tag als Superheld in Berlin. Du lernst frei zu formulieren und hast Spaß dabei. 4. Kurze Chats oder Kommentare. Kommentiere auf YouTube oder Social Media in einfachem Deutsch. Oder schreib kleine Notizen an Freunde, auch wenn sie nicht antworten. Jede Zeile zählt. 5. Journaling als Reflexion. Am Abend schreib, was du gelernt hast oder was dir schwerfiel. Dieser Moment der Reflexion hilft, Vokabeln und Strukturen im Gedächtnis zu verankern. Schreiben muss nicht perfekt sein, es muss passieren. Jede Notiz, jeder Gedanke, jede kleine Nachricht stärkt deine Verbindung zur Sprache. Je öfter du schreibst, desto mehr merkst du, wie Deutsch zu einem Werkzeug wird, das du selbstverständlich benutzt, ganz ohne Lernstress. Technologie clever nutzen. Wir leben in einer Zeit, in der du dein Handy in einen persönlichen Deutschlehrer verwandeln kannst, kostenlos und rund um die Uhr. Wenn du Technologie richtig nutzt, lernst du automatisch ohne zusätzlichen Aufwand. 1. Dein Handy auf Deutsch umstellen. Stell die Systemsprache deines Smartphones auf Deutsch. So lernst du hunderte Alltagswörter ganz nebenbei. Einstellungen, Galerie, Nachrichten, Lautstärke. Anfangs wirkt es fremd, aber du gewöhnst dich schnell und dein Wortschatz wächst jeden Tag. 2. Social Media als Inputquelle. Folge deutschen Accounts auf Instagram, YouTube, TikTok oder Twitter, X. Such Themen, die dich wirklich interessieren. Reisen, Fitness, Humor, Philosophie. So konsumierst du Deutsch, ohne das Gefühl zu haben, zu lernen. 3. Sprach-Apps gezielt nutzen. Apps wie Anki, Memrise oder Quizlet sind nützlich, aber nur in kleinen Dosen. Nutze sie, um gezielt aktive Wiederholung zu trainieren, nicht um stundenlang zu tippen. 5 Minuten täglich sind völlig ausreichend. 4. KI und TTS, Text-to-Speech. Tools wie Chatbots, KI-Stimmen oder Übersetzer können großartige Lernhelfer sein. Lass dir Texte vorlesen, übe Aussprache mit Spracherkennung oder bitte eine KI, dass sie einfache Dialoge mit dir führt. Wichtig: nicht passiv konsumieren, sondern aktiv mitmachen. 5. Erinnerungsfunktionen und Timer. Nutze Erinnerungen, um Mini-Gewohnheiten zu festigen. 5 Minuten Deutsch hören, einen Satz schreiben, Wort des Tages wiederholen. Kleine Pushs halten dich auf Kurs. Technologie ist keine Ablenkung. Wenn du sie bewusst einsetzt, wird sie zum Turbo für dein Lernen. Du trägst das mächtigste Sprachwerkzeug immer in deiner Tasche. Es liegt an dir, ob du es zum Scrollen oder zum Wachsen benutzt. Routinen und Motivation langfristig halten. Am Anfang ist die Motivation immer groß. Du bist begeistert, machst Pläne, hörst Podcasts, liest Artikel und dann kommt der Alltag. Arbeit, Müdigkeit, Stress. Die Energie sinkt und plötzlich denkst du, ich habe keine Lust heute. Genau hier entscheidet sich, ob du aufgibst oder weitermachst. 1. Kleine Routinen, große Wirkung. Wenn du Deutsch wirklich in deinen Alltag integriert hast, musst du dich nicht mehr motivieren, du machst es einfach automatisch.
Eine feste Mini-Routine, zum Beispiel 5 Minuten Podcast beim Frühstück, ist stärker als jede Welle von Motivation. 2. Der Trick der sichtbaren Fortschritte. Mach deinen Fortschritt sichtbar. Hake jeden Tag ab, an dem du Deutsch genutzt hast. Schreib ein Mini-Journal über neue Wörter oder Situationen. Hör alte Sprachaufnahmen von dir selbst, du wirst erstaunt sein, wie sehr du dich verbessert hast. 3. Belohnungssystem. Setz dir kleine Belohnungen. Nach einer Woche Lernen darfst du etwas genießen, einen Filmabend, ein besonderes Essen, ein ruhiges Wochenende. Dein Gehirn liebt Belohnungen. Sie verstärken Verhalten. 4. Kein Perfektionismus. Es wird Tage geben, an denen du nichts schaffst. Das ist normal. Entscheidend ist nicht, perfekt zu sein, sondern zurückzukommen. Ein Tag Pause zerstört keine Routine. Aufgeben schon. 5. Fokussiere dich auf das Gefühl, nicht auf die Pflicht. Wenn du Deutsch nutzt, fühl dich stolz, nicht gestresst. Du tust etwas für dich, für dein Wachstum, für deine Zukunft. Langfristige Motivation entsteht aus Gewohnheit und Sinn. Wenn Deutsch zu deinem Alltag gehört, brauchst du keinen Motivationsschub mehr. Du lebst es einfach, Tag für Tag, natürlich und mühelos. Fazit: Sprache leben statt lernen. Am Ende dieses Weges steht eine einfache Wahrheit. Wer wirklich Fortschritte macht, lernt nicht nur Deutsch, er lebt es. Du brauchst keine zusätzlichen Stunden, keine komplizierten Pläne, keine teuren Kurse. Du brauchst nur eines: Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass Sprache überall ist, in deinem Alltag, in deinen Gedanken, in deiner Umgebung. Wenn du Deutsch in dein Leben integrierst, wird es kein Projekt mehr sein, sondern ein natürlicher Teil von dir. Du hörst Podcasts beim Spazierengehen, liest Etiketten im Supermarkt, denkst über deinen Tag auf Deutsch nach, sprichst Sätze in Gedanken und plötzlich merkst du, du bist mitten in der Sprache. Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern Verbindung. Wenn du Deutsch in Momenten lebst, die dir wichtig sind, bleibt es haften. Die Sprache gehört dann nicht mehr nur in dein Notizbuch, sondern in dein echtes Leben, in deine Stimme, in deine Routinen, in deine Emotionen. Und genau da entsteht Fluency, wenn Deutsch nicht mehr Lernstoff ist, sondern dein Werkzeug zum Denken, Fühlen und Kommunizieren. Lernen ohne Extrazeit bedeutet nicht, weniger zu tun, sondern klüger. Es bedeutet, jeden Tag ein kleines bisschen bewusster zu sein. Sprache leben heißt, sie atmen zu lassen, in Musik, Gesprächen, Gesten, Gedanken. Wenn du das tust, wächst dein Deutsch automatisch, natürlich, mühelos. Fazit: Du musst nicht mehr lernen, du musst nur anfangen, im Deutschen zu leben. Schritt für Schritt, Moment für Moment. Und genau so wirst du eines Tages merken, du sprichst nicht mehr Deutsch lernen, du sprichst einfach Deutsch.